Hi ihr Lieben, ja, in 2 Tagen starte ich auf den Camino Portugues. Ich freue mich schon riesig und habe jetzt angefangen zu packen und ich bin hoch erfreut, denn ich habe es geschafft, meinen Rucksack auf 5 Kilo zu reduzieren. Beim letzten Mal hatte ich glaube 6, 7 Kilo, sowas dabei und es war mir schon irgendwie zu viel auf Dauer, deshalb wollte ich jetzt noch weniger mitnehmen. Und das habe ich geschafft, indem ich alles nur 2-mal mitnehme, anstatt 3-mal und auf ein paar andere Sachen verzichtet habe. Jetzt schauen wir einfach mal, fangen wir mal hier an. Also, Unterwäsche habe ich jetzt jeweils 2. Es gibt tatsächlich Leute, die kaufen sich Einweg-Unterwäsche für den Jakobsweg, weil sie dann halt nicht waschen müssen und ja, die Sachen einfach wegwerfen können unterwegs, beziehungsweise der Rucksack dann auch immer leichter wird. Also ja, wenn ihr überlegt, Einwegunterwäsche zu kaufen und es so zu machen, dann schaut doch vielleicht erstmal in eure Schublade zu Hause, ob da nicht vielleicht sowieso Unterwäsche rumfährt, die ihr nicht mehr braucht, die ihr nicht mehr schön findet, die, keine Ahnung, verwaschen ist oder langsam ausfranst oder sonst irgendwie über der Zeit ist, weil die würdet ihr ja früher oder später auch wegwerfen und ich finde, dann könnt ihr das auch ja, dort nochmal anziehen und da entsorgen, bevor ihr da extra Einwegunterwäsche für kauft, weil ich denke mal, ist eigentlich jetzt nicht unbedingt notwendig. Dann habe ich mir ausnahmsweise 3 Oberteile mitgenommen. Ein langärmliches aus Merino-Wolle. Ich bin gespannt, ob ich die vertrage, weil eigentlich bin ich, was Wolle angeht, nicht so, ja, bin ein bisschen empfindlich. Dann ein Top, so ein Trägertop aus Synthetik, das hatte ich beim letzten Mal auch dabei. Und dann noch ein kurzärmliches T-Shirt, auch nochmal aus Merino-Wolle. Merino-Wolle ist halt praktisch, weil sie schnell trocknet, wenig wiegt und auch nicht so schnell zu müffeln anfängt. Dann habe ich 2 Paar Socken, 2 Hosen, die hatte ich beim letzten Mal schon dabei. Die fand ich voll praktisch, weil man die Taschen hier mit Reißverschlüssen zumachen konnte. Und dann habe ich mir jetzt nochmal eine gekauft. Ja gut, schick ist was anderes, aber ich fand die halt geschickt, weil die hier mehr Taschen hat wie die andere. Die Taschen hier gehen auch zu, dann hat sie noch einen Gürtel dran und die dunklen Flächen sind angeblich wasserabweisend. Und da habe ich beim letzten Mal wirklich gemerkt, also Poncho hin oder her, wenn man durch den strömenden Regen läuft, dann läuft einem das Wasser halt auch am Poncho in Bächen runter und natürlich alles auf die Knie oder an die Beine. Und wenn die Stellen mal nass sind an den Knien, also bei mir war das halt echt unangenehm, dann wird die Haut kalt und die Haut ist schlechter durchblutet und ich habe dann ziemlich schnell Knieschmerzen bekommen und es war einfach ja nicht so schön dann zu laufen. Ich habe die Sachen jetzt auch nochmal mit Einwaschimprägnierer alle imprägniert, in der Hoffnung, es bringt dann was. Auch meine Schuhe habe ich imprägniert, deswegen sind die jetzt wieder schön sauber. Ja, das sind dieselben Schuhe wie beim letzten Mal. Auf ein zweites Paar Schuhe verzichte ich, weil ich habe festgestellt, es bringt irgendwie nichts, in Schuhen zu laufen, die man nicht gewohnt ist. Auch wenn ich dachte, ich hätte sie eingelaufen. Meine Füße sind eben die gewohnt, mit denen laufe ich das ganze Jahr über. Da habe ich auch meine Einlagen drin und mit denen werde ich auch jetzt wieder laufen. Es sind ja hauptsächlich auch normale Wege, auf denen man läuft und nicht jetzt immer irgendwelche Berge oder Waldpfade oder dergleichen. Ja, die Flipflops hatte ich beim letzten Mal auch dabei. Ihr braucht halt für die Herbergen nochmal andere Schuhe, weil die dürft ihr ja nicht mit reinnehmen. Und ja, Flipflops könnt ihr dann halt auch gut zum Duschen und so nehmen. Das hatte ich beim letzten Mal auch dabei. So ein Alleskönner.
Habe ich nachts als Augenbinde genommen und tagsüber als Stirnband oder Halstuch. Dann so ein Mikrofaserhandtuch. Ich mag die Teile eigentlich nicht, weil ich finde, die trocknen gar nicht wirklich, aber ja, die wiegen halt am wenigsten und trocknen auch, also sie trocknen einen selber nicht wirklich gut ab, finde ich, aber sie selbst trocknen schnell, wenn man sie mal gewaschen hat. Dann habe ich hier noch 2 Jacken, eine Softshell, eine Fleecejacke, hatte ich beim letzten Mal auch dabei. Kosmetiksachen können wir nachher nochmal genauer anschauen, genauso wie die Reiseapotheke. Dann die Bandagen. Ja, also die habe ich beim letzten Mal mir dann gekauft in der Apotheke, weil ich festgestellt habe, ich habe es halt echt in den Knien ein bisschen und wenn ich mir die aber ziemlich fest bandagiere, dann kann ich länger laufen. Dann habe ich auch nicht so Probleme. Es ist einfach eine zusätzliche Unterstützung. Ja, dann habe ich noch hier mir so ein Klappmesser geholt. Man könnte natürlich jetzt auch ein Schweizer Taschenmesser mitnehmen, aber ich glaube, die wiegen dann schon wieder ziemlich viel. Und dann habe ich mir überlegt, ja, brauche ich jetzt die ganzen Funktionen, die ein Schweizer Taschenmesser hat, oder reicht mir das, wenn ich eins, also ein ganz normales habe? Und ich will es ja eigentlich eh nur für Obst und so zum Schneiden, also reicht mir das eigentlich. Und ich kriege es jetzt gerade mit einer Hand nicht auf, aber das ist auch nicht spitz vorne, das ist stumpf, also hoffe ich, dass es mit Handgepäck so klappt, wenn nicht, Pech gehabt. Ja, dann Reisepass und Pilgerausweis. Natürlich das Wichtigste. Ihr könnt natürlich auch einen Ausweis nehmen, wenn ihr einen Perso habt. Ich habe halt nur einen Reisepass. Und ich tue den immer in diese Folie rein, die man von der Apotheke manchmal bekommt. Passt perfekt vom Format. So. Dann hier das Trinksystem. Ja, manche schwören drauf, andere mögen es gar nicht, weil man es halt relativ oft reinigen muss und pflegen. Ich finde es ganz praktisch, weil man halt im Laufen trinken kann oder während des Laufens trinken kann. Und ja, es ist halt, man muss nicht dauernd den Rucksack dann ausziehen, um an seine Flasche ranzukommen. Man hat es halt immer griffbereit. So, Sonnenbrille natürlich. Dann wieder meine 2 Geldbeutel. Ich habe ja schon mal ein Video zugemacht, wie ich mir mein Geld eingeteilt habe. Da habe ich auch meine EC-Karten drin und Krankenkassen. Also wenn ihr auslandskrankenversichert seid, natürlich nicht vergessen, eure Karte mitzunehmen. Ja, das ist dieser Stoffbeutel, in den ich dann meine Klamotten immer rein tue, bevor ich sie in den Rucksack tue. Andere nehmen Plastiktüten, die sind aber ein bisschen unbeliebt, weil die so knistern. Dann natürlich Handy und Ladekabel. Und den Luxus gönne ich mir. Papier wiegt zwar viel, aber ich schreibe nicht so gerne auf dem Handy. Und ich finde es immer cool, wenn man sich tagsüber oder wenn man sich abends aufschreibt, was man tagsüber gemacht hat, wo man gelaufen ist, welche Orte man gesehen hat. Einfach so ein bisschen ein Logbuch führt. Und da schreibe ich halt gern noch von Hand, altmodisch. Und da ich keinen Reiseführer habe, also wirklich diesmal sind wir total unvorbereitet, habe ich jetzt halt nur mal im Internet recherchiert und mir dann so ein Albergenverzeichnis mal ausgedruckt mit so Adressen von Herbergen. Dann habe ich wie beim letzten Mal auch wieder diesen kleinen Rucksack dabei, falls ich mal irgendwo was anschauen gehen will. Und dann möchte ich nicht jedes Mal den großen Rucksack mit mir rumschleppen, sondern nur das Nötigste. Das passt dann hier rein. Ja, den Schlafsack nehme ich diesmal ohne Hülle mit, weil die wiegt ja auch schon wieder. Dann hatte ich ja beim letzten Mal diese Folie, habe die aber nicht benutzt. Ich nehme die jetzt auch nur mit, weil ich die einfach wenigstens einmal ausprobieren möchte, ob die was bringt. Und ja, wenn sie nichts bringt, dann kann ich sie ja von mir aus auch entsorgen oder verschenken oder was auch immer. Aber ja, die möchte ich jetzt wenigstens einmal ausprobieren. Dann habe ich hier noch den Poncho. Ist auch dasselbe wie beim letzten Mal. Und ja, also man kann natürlich anstatt einem Poncho auch eine Regenjacke nehmen.
Aber denkt dann halt immer dran, wenn ihr eine Regenjacke nehmt, dass euer Rucksack dann nochmal separat einen Schutz braucht, weil wenn ihr dann den ganzen Tag durch den Regen lauft und euer Rucksack ist nicht abgedeckt, dann sind halt nachher, wenn ihr Pech habt, alle eure Sachen nass. Und denkt auch dran, dass wenn ihr den Rucksack separat abdeckt, eventuell auch euch halt die Brühe runterläuft, ne, zwischen Rucksack und eurem Rücken, dass es da vielleicht reinregnet oder reinlaufen kann. Von daher, ja, habe ich halt gedacht, ich nehme Poncho mit, dann habe ich 2 in 1, dann ist alles abgedeckt und ja, brauche nicht noch irgendwie andere Sachen. Dann, oh, meine Tupperschüssel, ja, die habe ich geliebt beim letzten Mal. Die hat immer so schön oben in das Fach reingepasst und dann habe ich mir alle paar Tage eine Schale Erdbeeren gekauft oder irgendwas anderes und wenn ich die nicht auf einmal gegessen habe, habe ich den Rest eben da rein und dann konnte ich abends noch mal Erdbeeren essen und ja, dann habe ich die Tupper mal mit zur Arbeit genommen, in die Spülmaschine gestellt und danach war nur noch der Deckel da. Also irgendwie ist mir das Teil abhanden gekommen. Und wahrscheinlich hat jetzt eine Kollegin oder ein Kollege von mir 2 Schüsseln zu Hause und einen Deckel zu wenig. Aber vielleicht kann ich da noch irgendwo Ersatz auftreiben. Ja, geht bestimmt. Wenn nicht, dann muss die eben zu Hause bleiben. Auch nicht schlimm. Ja, so, das sind jetzt mal so die Sachen, die ich mir zurechtgelegt habe. Kann sein, dass sich Kleinigkeiten noch ändern, aber so im Großen und Ganzen war es das. Und jetzt können wir uns das hier noch ein bisschen genauer anschauen. So, jetzt wollen wir uns die Kosmetiksachen und die Reiseapotheke nochmal genauer anschauen. Ich gehe die Sachen mal schnell durch. Das hier ist Fußmilch, die ist schon fast leer. Die nehme ich eigentlich nur mit, um die vollends aufzubrauchen und dort leer zu machen. Dann haben wir hier eine Sonnencreme, eine Zahnbürste, dann, was haben wir hier noch? Ja, eigentlich die totale Umweltsünde, Einwegrasierer. Sollte man normalerweise nicht kaufen, weil es so viel Plastikmüll verursacht, aber in dem Fall ist es halt echt die leichteste Variante. Also ich kenne keinen, der weniger wiegt. Und hier habe ich Ohrstöpsel, weil ich einen sehr leichten Schlaf habe und ich vertrage eigentlich, also mir tun Ohrstöpsel normalerweise weh, wenn ich die trage. Aber das sind so die einzigen, die ich einigermaßen, ja, mit denen ich zumindest ein paar Stunden schlafen kann, bevor sie so wehtun, dass ich davon aufwache. Dann Seife am Stück habe ich jetzt mitgenommen anstatt Duschgel, weil es einfach, ja, einerseits vielleicht fürs Flugzeug einfacher ist, wenn man keine Flüssigkeit mitnimmt. Andererseits ist auch eine Flüssigkeit weniger, die euch im Rucksack auslaufen kann. Also daran müsst ihr auch denken. Wenn euch halt mal was ausläuft, habt ihr halt Mords die Sauerei. Dann Zahnpasta. Das sieht wenig aus, ist aber Konzentrat sozusagen. Also man braucht von der nicht so viel wie von einer normalen Zahnpasta und deshalb reicht die auch noch ewig. Zahnseide, denke ich, kann auch nie schaden, wenn man mal anstatt einem Faden oder so das dabei hat. Wer weiß, vielleicht braucht man irgendwann mal sowas. Dann habe ich hier so eine Art Raumspray. Das sind ätherische Öle. Und wenn ihr euch mal selber nicht mehr riechen könnt oder die anderen nicht mehr riechen könnt, der Schlafsaal stinkt, dann sprüht euch das einfach irgendwie auf eure Klamotten, auf euren Schlafsack, euer Kissen, falls ihr eins habt, was auch immer, irgendwo in die Nähe der Nase, wo ihr es riechen könnt, damit ihr die anderen nicht riechen müsst. Ja, das hier hat mir eine Freundin gemacht, selber gemachtes Shampoo in fester Form, Shampoo Bar. Ja, also sieht jetzt komisch aus, aber ich habe es ausprobiert. Es funktioniert.
Ist halt ja ein bisschen ungewohnt, aber finde ich auch wiederum praktischer, wie das Shampoo jetzt in flüssiger Form mitzunehmen. Ähm, ja, dann noch Öl, falls ich, keine Ahnung, mir mal was gönnen will. Eine Fußmassage oder was auch immer. Dann habe ich hier unten noch eine Ersatzklinge. Oh, und das Deo habe ich vergessen. Wartet mal. Dann habe ich hier noch Deo, auch in so einem Döschen. Deo-Creme. Und ja, die ist ein bisschen flüssig. Die wird wieder fest, wenn es ein bisschen kühler wird. Ja, also ist halt auch wieder die Sache mit dem Handgepäck. Ihr könnt natürlich auch als Aerosol ein Deo mitnehmen, aber dann weiß ich nicht, wie die da an der Sicherheitskontrolle reagieren. Dann haben wir hier noch die Reiseapotheke. Viel ist es nicht, weil, ich erkläre es euch gleich. Hier haben wir Entzündungshemmer, Diclofenac. Habe ich mir letztes Jahr dort gekauft und ihr kriegt das Zeug dort wirklich hinterhergeworfen. So eine Packung kostet 3 Euro vielleicht, ich weiß nicht genau. Also ich war auf jeden Fall erstaunt damals, wie wenig das gekostet hat. Deswegen nehme ich das jetzt auch nur mal so mit für den Notfall. Das ist meine Alternative zu den Blasenpflastern, weil ich tape mir halt dann die Füße an den Stellen, wo ich merke, da könnte ich jetzt eine Blase kriegen. Und hier haben wir wieder das Gleiche. Das sind ganz normale Ibuprofen-Schmerztabletten. Kriegt ihr dort auch total günstig. Also braucht ihr jetzt auch nicht einen riesen Vorrat mitnehmen. Wer auf Homöopathie steht, kann sich natürlich den Klassiker mitnehmen, Arnika. Ich habe aber leider keine Arnika. Ich habe jetzt halt die Alternative dazu. Dieses Rus Toxicodendron. Halt bei Verletzungen oder Gelenkbeschwerden und so Zeug. Ja, und dann dachte ich mir noch, kann nicht schaden, wenn wir noch Magnesium mitnehmen. Magnesium-Tablette jeden Tag und dann schön immer dehnen in den Pausen. Vielleicht auch dehnen, bevor man losläuft. Und dann sollte das hoffentlich keinen allzu schlimmen Muskelkater geben. Ja, das war's. Jetzt schauen wir uns nochmal das Zeug im Rucksack an. Die habe ich dann auch immer an der Seite. Und jetzt schauen wir mal. Den Rest trage ich ja am Körper. Ob es noch 5 Kilo sind oder ob ich jetzt drüber bin. Was ist das denn? Falsche Einheit. Kilo. Was? 4,85? Das kann ja nicht sein. Okay, also jetzt sagt er 4,98. Also sagen wir mal 5 Kilo sind es jetzt in dem Rucksack. Und dann muss man natürlich noch ein halbes Kilo dazu rechnen Wasser, weil das wiegt ja auch nochmal. Beim Wasser würde ich echt sagen, ein halber Liter reicht und dann tut ihr den einfach immer wieder auffüllen. Es gibt ja genug Stellen, wo man das nachfüllen kann und wenn es keine Stellen gibt, dann steht es normalerweise im Reiseführer drin. Weil wenn ihr morgens schon 3 Liter Wasser mit euch rumtragt, sind es einfach 3 Kilo, das ist jetzt übertrieben, die ihr unnötig mit euch rumtragt, weil ja, ihr könnt auch zwischendrin mal einfach wieder auffüllen. Okay, das war's im Gröbsten. Das sind jetzt noch die Sachen, die ich am Körper tragen werde. Und ja, Reiseführer habe ich wie gesagt keinen. Wenn euch ein Reiseführer zu schwer ist zum Tragen, dann gibt es auch die Möglichkeit, sich eine App runterzuladen. Der Roter Wanderführer, der bietet die Routen auch normalerweise als App an, mit den GPS-Daten. Zumindest beim Camino Portugues die Inlandsvariante. Ich weiß aber noch nicht, welche Route oder welche Variante wir laufen werden. Und deshalb wollte ich mich da noch nicht festlegen und habe das mal alles offen gelassen. Also, wie gesagt, beim letzten Mal habe ich mich
zu viel vorbereitet, deshalb probiere ich jetzt mal was Neues aus und bereite mich einfach mal so wenig wie möglich vor und lasse mich überraschen und versuche dann einfach zu improvisieren und spontan zu entscheiden, wo es hingeht und mir dann vor Ort alle nötigen Informationen zu holen. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen geholfen und wir sehen uns nach dem Camino wieder. Bis dann.